Hey Raff, Hey Miki, hast du heute schon über Filme geredet? leider nein, aber das werde ich jetzt ändern. Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Hallo und herzlich willkommen. Wir bereiten uns hier gerade noch vor und jeder setzt sich bequem hin. Wir haben uns hier nämlich Neues Equipment. neues Equipment gekauft und uns hier gerade so ein bisschen versucht, studiomäßig einzurichten und so ein paar Sachen geändert zur letzten Aufnahme. Ich habe auch schon die grelle Studiobeleuchtung, die genau auf mich strahlt. Ja, sehr schön. Die habe ich nämlich nicht. Ich sitze da so schön außerhalb dessen. Wir haben uns nämlich auch hier, was die Sitzposition angeht, so ein bisschen verändert und sitzen uns jetzt gegenüber, sodass wir sehen können, wenn der andere Quatsch erzählt. Und ja, wir beide haben jetzt gerade einen Film geguckt namens The House Jack Built von Lars von Trier. Ja, Miki, wie fandst du den denn? Gut. Insgesamt gut. Also, Das freut mich. Wir können das jetzt auch damit abhaken. Podcast zu Ende. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Tschüss. danke, Macht jetzt was Vernünftiges. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich fand den überraschend gut. Bei dem Titelvorschlag war ich halt ein bisschen skeptisch, weil du weißt, der Regisseur des Films, Lars von Trier, ist so bei mir so ein bisschen negativ behaftet. Einfach weil einige seiner Filme durch Kontroversen und durch dieses Shock-Value im Vordergrund stehen. Und das zieht bei mir nicht wirklich. Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich kann grundsätzlich immer alle Kritik irgendwie an den Lars von Trier-Werken nachvollziehen. Ich feiere die Filme allerdings gerade auch dafür ein bisschen. Aber genau, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Ich will noch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den Film gekommen sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass das sogar dein Vorschlag war. Oder dass du den zumindest gedroppt hast. Ja. Wir haben nämlich, meine ich, das letzte Mal über Filme gesprochen und sind dann irgendwie auf dieses Serienmörder-Ding gekommen. Und dadurch sind wir irgendwie auf The House Jack Built gekommen. Und da meintest du, ja, hey, den kenne ich gar nicht, das wäre doch eigentlich cool. Weil wir ja auch, als wir uns über mögliche Titel unterhalten haben, welche man nehmen könnte und wie man das aufbauen könnte, dass es ja auch irgendwie cool wäre, wenn man halt mal Filme hat, die der eine schon halt länger kennt und der andere erst bei unserem gemeinsamen Screening zu sehen bekommt. Und dadurch kam das halt. Genau, ja. Und das Serienkiller-Thema ist ja eigentlich auch bei mir auf der Hand, so weil ich da ganz speziell auch schon 1000 Sachen gesehen habe und das auch sehr verfolgt habe, welche Figuren zum Beispiel, wo die Filme dann so ein bisschen thematisch zusammengehören. Und ja, diesen Film habe ich einfach nur ausgelassen, obwohl ich mir dessen bewusst war, dass das zu diesem Genre gehört. Aber den habe ich immer außen vor gelassen, einfach weil der von Lars von Trier ist und ich da so ein bisschen Skepsis halt habe und das von mir weggeschoben habe. Aber jetzt war ich ja trotzdem offen, den auch dann einfach mal zu gucken und bin positiv überrascht auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht direkt in Superlative ausarten, aber würde fast direkt sagen, das ist auch der beste von Trier, den ich gesehen habe. Oh! Ja, das ist ein Statement auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir erstmal was zur Story erzählen. Das ist eine gute Sache. Also vielleicht erstmal zum Film allgemein. Das ist ein Film, der von 2018 ist und ist eine europäische Koproduktion mehrerer Länder, also sprich Deutschland, Frankreich, Schweden und ich glaube sogar England, bin mir da gerade aber nicht sicher. Dänemark, glaube ich auch. Ja, genau, natürlich. Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, nicht England, vergiss es. Genau, also was eigentlich eine typische Herangehensweise von Trier-Produktionen ist, die sich da ja immer so ein bisschen Fördergelder von mehreren Ländern halt holen. Und ein großer Cast. Und ein großer Cast, mal wieder auch absolute A-List-Schauspieler dabei. Ja. Matt Dillon und Uma Thurman da so sicherlich als die größten Namen. Und Bruno Ganz ist auf jeden Fall ein ganz großer Name. Und in dem Film geht es um einen Serienmörder, Jack,
und begleitet ihn, beziehungsweise ist im Prinzip begleitet, der ganze Film ist eigentlich nur ein Gespräch zwischen ihm und Verge. Ja. Und dabei sieht der Zuschauer aber. Ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln bei dem Namen, aber da kommen wir später zu. Wie Jack seinen Werdegang als Serienmörder erzählt. Genau. Und das ist dann bebildert anhand von 5 Beispielen, die Jack nach eigener Aussage völlig random gewählt hat, um seine Geschichte zu erzählen. Ja. Und dazu muss man noch sagen, der Film fängt halt als Dialog an und geht dann in so eine Voice-Over-Erzählung rüber. Man weiß aber nicht genau, mit wem unterhält er sich denn jetzt. Die eine Stimme ist ganz klar die Stimme von Jack, die ja auch der Protagonist hat, oder der Antagonist, müsste man ja sagen. Ja. Aber die andere Stimme, man ist sich nicht darüber im Klaren. Ist das ein Psychiater? Ist das ein Beichtstuhl? Ist das einfach eine andere Person, die er kennengelernt hat? Man weiß das am Anfang noch nicht so genau. Ja, man wird da so sehr reingeworfen, auch einfach mitten ins Gespräch. Also es fängt ja nicht irgendwie sinnig an, wo das irgendwie die Figuren in irgendeiner Art und Weise eingeführt werden mit irgendwelchen Infos, sondern das erschließt sich dem Zuschauer so nach und nach, weil die Story sich dann immer so ein bisschen weiter ausbreitet und man immer mehr erfährt. Viele Sachen erfährt man ja auch gar nicht. Ja. Ne, also viele Sachen werden ja auch nur angerissen und es konzentriert sich. Das ist richtig. Und die 5 Fälle, die beschrieben werden, oder die 5 kleinen Mini-Episödchen, die sind auch nicht einfach die einzigen 5 Fälle dieses Serienmörders, sondern die sind einfach so zwischendurch. Und es fängt nicht bei Mord Nummer 1 an oder so. Das kann man nicht unbedingt festhalten. Es wird nicht explizit gesagt, dass es nicht Mord Nummer 1 ist. Aber ich glaube schon, dass es, wenn nicht der erste, dann zumindest einer der ersten war. Weil er da ja noch so sehr hesitant ist, also sehr zögerlich ist, den Mord auszuführen halt. Ne? Also der nimmt da ja Uma Thurman mit, die eine Autopanne hat und fährt die dann ja auch erstmal so ein bisschen rum. Und sie erzählt dann ja auch noch so, also sie ist ja ein sehr nerviger Charakter da. Da muss ich direkt widersprechen. Also ich bin nämlich davon ausgegangen, dass der zwar erzählt, dass der diese Frau als Anhalterin mitnimmt und mit ihr sich unterhält, aber alles, was sie sagt, ist schon eine Stimme aus seinem Kopf. Ja, auf jeden Fall. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus, dass er sich das so vorstellt, um das so zu rechtfertigen, warum er sie dann halt umbringt. Ja. Aber auch gerade das ist dann so habe ich das interpretiert in dem Film, dass er dann noch in dieser Entwicklungsphase hin zum Serienmörder ist und noch immer so ein bisschen sich dahin entwickelt, dass er das tut. Was er dann später bei den Morden nicht mehr hat, dass er so dieses Zwiegespräch hat, sondern da ist es dann schon ganz klar, ja, ey, ich bin jetzt hier mit Person X zusammen, um die umzubringen. Und das merkt man, finde ich, so ein bisschen in der Art. Auch der zweite Incident geht dann noch so in die Richtung. Da ist er auch immer noch so in der Findungsphase von seiner Masche. Und erzählt da ja auch wirklich lächerliche Sachen und lächerliche Vorwände, warum er ins Haus möchte von der Frau. Und ab dann werden die Incidents abgebrühter. Ja, und insgesamt dieser ganze Voice-Over-Dialog ist halt auch immer versetzt mit kleinen Geschichten, wo die beiden Stimmen sich dann auch sagen, und dann sagt er, ich erkläre das mal ein bisschen weiter. Und dann wird auch ein komplett andere Setting eingefädelt und da werden dann Metaphern und Kunstdialoge geführt. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, das ist auch so eine Sache, was so ein bisschen vielleicht die Grundessenz vom Film ist, dass es so ein Dialog ist zwischen Kunst und Gewalt. Oder was ist Kunst und wann ist es Gewalt und warum kann Gewalt auch Kunst sein? Und genau, das bedient sich dann ja so verschiedener Metaphern eben aus der Architektur zum Beispiel oder aus der Geschichte halt. Aber viel aus der Architektur, weil Jack ja auch ein Möchtegern-Architekt ist. Also er wäre gern Architekt geworden, ist dann aber Ingenieur geworden, weil seine Mutter sagte, ist die finanziell bessere Wahl. Deutet auch wieder auf den Titel hin. Deutet auch auf den Titel hin, richtig. Was wollte ich denn sagen? Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ah ja, genau. Das ist Kunst und Gewalt, dass das so ein bisschen so
die Unterhaltung dazu ist und Jack ja die ganze Zeit versucht, in diesem Gespräch mit Verge seine Taten als Kunst zu erklären also und zu entschuldigen. Ich habe 2 Zitate mir aufgeschrieben, wo er wirklich in dieser Findungsphase noch ist. Und zwar: Kunst kann vieles sein und ich bin Ingenieur. Fand ich sehr stark. Und dann gibt es auch noch das Element, im ganzen Film verteilt, kommen an bestimmten Szenen immer wieder ein Einspieler von dem Song von David Bowie, Fame. Und das aber eigentlich auch, wenn man so ein bisschen drauf achtet oder auch rückblickend, immer nur in Momenten, wo er sich auf jeden Fall gerade wohlfühlt. Und das ist meistens nach den Morden. Ja. Ne, das kommt ja immer so, diese Szenen sind ja alle sehr bedrückend. Ja. Und sobald da dieser Wechsel ist, also quasi sobald ein Mord abgeschlossen ist, kommt dieses Lied, was ja eher so uplifting ist, gute Laune, lebhaft. Erfrischt sozusagen. Ja, absolut. Er fühlt sich gut. Und man muss aber trotzdem dazu sagen, das ist auf jeden Fall ein bitterer Film, bitterböse. Man sieht schlimme Sachen und die ganze Geschichte halt aus der Sichtweise und Erzählweise eines Serienmörders erzählt zu bekommen, muss man halt auch erstmal so ein bisschen abgrenzen. Absolut. Also man ist ja vielleicht Serienmörderfilme auch gewohnt. Ich finde, das Wort bitter trifft es hier ganz gut, weil es wirklich sehr ungeschönt ist und auch nichts ausspart. Ja, unangenehme Sachen auch. Sehr unangenehme Sachen und die sind halt nicht so, also der Film hat schon einen Style, da wurden sich Sachen überlegt, aber der ist jetzt nicht komplett auf Hochglanz getrimmt, der Film. Wodurch so eine realistische Optik entsteht, finde ich, die dann bei solchen Serienmördergeschichten, finde ich, oder mich persönlich, immer viel mehr verstören, als wenn du so ein komplettes Gorefest hast. Weil das so, eben realistisch wirkt. Was ich noch zu noch ein Einwurf zu dem, was du meintest mit diesem, die Musik ist so erhebend nach den Szenen. Da muss ich jetzt dran denken, dass das auch sehr gut eigentlich zu dem passt, was Jack irgendwann mal erklärt, nämlich diese Metapher mit den Laternen. Jack erklärt irgendwann in dem Film seine Gefühle, die er hat, nachdem er einen Mord begangen hat, und benutzt da so ein Gleichnis, dass ein Mann unter mehreren Laternen hindurchgeht und sein Schatten immer unter der Laterne am stärksten ist, also sprich am dichtesten und aber auch am kleinsten. Und wenn er weitergeht, wird der Schatten halt immer größer, aber gleichzeitig auch immer blasser. Und er sieht diesen Schatten als sein Glücksgefühl, und je blasser dieses Glücksgefühl wird, desto mehr Schmerz empfindet er. Und immer wenn er quasi unter dieser Laterne ist und dann losgeht, wird er den nächsten Mord begehen. Ja. Das passt, finde ich, zu der Musik. Dieses Gleichnis wird dann am Anfang auf jeden Fall auch von ihm erklärt. Er führt das selber ein. Und später im Verlauf des Films wird das dann auch eben unkommentiert einfach nochmal zwischendurch eingeworfen. Da kommen dann nochmal so kleine Rückblenden, wo dann wieder so ein Schattenbild zu sehen ist. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist auf jeden Fall, dass im Verlauf der Fälle, dass er auch immer weiter improvisiert. Am Anfang ist es noch so, dass er sich dann seiner überlegenen Situation bewusst ist, weil er sich auch gezielt mit Frauen auf jeden Fall als Opfer auseinandersetzt. Wobei er ja behauptet, es wäre nicht gezielt. Ja. Das sagt er irgendwann, dass die Fälle halt, dass das jetzt gerade Zufall ist, dass es 4-mal Frauen waren. Behauptet er zumindest. Ja, auf jeden Fall hat er später dann, merkt man, er ist ein bisschen, muss mehr improvisieren, und das gefällt ihm eigentlich auch nicht so, durch seine auch von selbst dargestellte Zwangsneurosen, die er hat. Meinst du gerade eine bestimmte Szene, wo er nicht mehr Herr der Lage ist? Nee, insgesamt ist das. Da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass wenn er quasi improvisieren muss, dass die Kamera auch wackeliger wird und es wird schneller und hektischer. Das ist auch eine ganz andere Bildsprache, als wenn er komplett weiß, wo er gerade ist, zum Beispiel auf dem Hochsitz, und er weiß ganz genau, was er vorhat, und da ist alles in schönen, klaren, ruhigen Bildern erzählt. Da gibt es das nicht. Aber als er runtergeht zum Beispiel und dann nicht die angeschossene Frau dort findet, sondern nur noch eine Blutspur,
da wird das auf einmal wieder so ein Wackelmodus. Und halt mehr Bewegung. Das Ja. ist aber auch wieder so eine typische Lars von Trier-Sache, dass viel so mit dieser Handkamera gemacht ist. Und genau, Okay. das ist mir auch aufgefallen. Die ist mal ruhiger und mal wackeliger, je nachdem, was halt gerade passiert, ne? Oder wie viel Bewegung da gerade in der Szene ist. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Trademark von Lars von Trier, zumindest so ab Breaking the Waves, wo der das dann ja zu der Zeit ja wirklich sehr auf die Spitze getrieben hat. Das ist deine Welt. Das ist meine Welt, ja. Ich habe mir die Filmografie mal richtig reingezogen und dann auch so ein bisschen was dazu gelesen. Ja, das ist, würde ich schon sagen, noch so ein Überbleibsel aus der Zeit. Und er hatte ja, für die Leute, die es kennen, er hat ja so seine ersten 3 Spielfilme, die Europa-Trilogie, sprich Element of Crime, der letzte Film heißt Europa, der in der Mitte hieß, wie hieß der denn noch? Epidemic, glaube ich. Das ist auch ein sehr cooler Film, den musst du dir eigentlich auch mal angucken, weil das war so ein Film, so ein ganz Low-Budget-Studentenstreifen, der auch sehr gefloppt ist. Die hatten da auch so die Auflage irgendwie, das war eine Wette, irgendwie, dass die nur, ich glaube, es war 1 Million Kronen hatten die und der sollte daraus einen Film machen. Und der ist sehr cool und ist auch so ein bisschen kultig geworden im Laufe der Zeit. Okay. Ja, aber um den soll es gar nicht gehen. Da fing das schon so ein bisschen mit diesen Handkamerasachen an, aber die Filme Element of Crime und Europa, die waren sehr inszeniert und sehr professionell und ordentlich gemacht und in Anführungsstrichen wie richtige Filme. Und der hatte da auch so Style-Elemente drin, die auch Steven Spielberg zum Beispiel beeinflusst hatten, später zu Schindlers Liste. Wo das Mädchen bei Schindlers Liste in diesem roten Kleid durchläuft, durch dieses ganze Schwarz-Weiß-Bild. Das ist etwas, was Spielberg Wenn man Schindlers Liste gesehen hat, weiß man, wovon er redet. Genau, wenn man den gesehen hat, davon gehe ich jetzt mal aus, dann weiß man das. Und das hatte der eben aus diesem Europa-Film von Lars von Trier, der auch im Zweiten Weltkrieg spielt. Und damals zu der Zeit hat Spielberg auch versucht, Lars von Trier nach Hollywood zu kriegen. Weil der meinte ja, das ist so stark, mach das. Da Lars von Trier aber riesige Flugangst hat und nie in Amerika war, ist das halt nicht passiert. Er ist in Europa geblieben. Und dann kam halt die Zeit, wo er so quasi, wo eben Breaking the Waves dann kam, wo er sehr auf diesen Handkamerastil umgeschwungen ist. Und in dieser Zeit wurde auch dieses Dogma 95 Ding halt aufgezogen, was er mit anderen dänischen Regisseuren aufgezogen hat, wo dann noch seine Filme Idioten und eben Dancer in the Dark halt waren. Die dann auch halt zusammengefasst als Golden Heart Trilogie galten. Okay. Und dann wurden die Filme wieder weniger grobkörnig und sahen vom Bild her wieder professioneller aus. Also sprich dann sowas wie Dogville, Mandalay. Ja. Und dann Dogville kenne ich. Genau. Und dann halt die Filme, ne, so Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac, die waren dann halt auch wieder professioneller produziert. Aber dieses Handkamera-Ding ist nie so ganz verschwunden. Und das ist, finde ich, hier bei The House Jack Bild auch immer noch so ein Handschriftding. Was mir noch aufgefallen ist, also was vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, dass in dieser Geschichte auch kleine Elemente aus wahren Serienkiller-Mordfällen da so eingestreut sind und man so ein bisschen merkt, wenn man sich mit dem Thema schon mal befasst hat, so dass verschiedene kleine Elemente da so zusammengewürfelt wurden. Aber auch nicht einfach nur um irgendwas abzugreifen, sondern um Authentizität zu transportieren. Ne? Also, dass man weiß, das hätte wirklich so passieren können. Was nicht ganz klar geht, an dem Film hervorgeht, ist, in welchem Jahr der spielt. Ja, und das geht aus dem Film selber gar nicht hervor. Vielleicht so ein bisschen indirekt irgendwie durch so Sachen, dass Keine Handys gibt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Keine Handys gibt. Und ich habe aber die Zeitspanne auch dann nur durch Nachlesen. Keine Social-Media-Accounts. Keine Social-Media-Accounts. Und dass der Film in den 70ern spielt und eine Zeitspanne von 12 Jahren, also dann halt in die 80er reingeht. Also dass es 12 Jahre sind, sagt Jack am Anfang selbst. Oder relativ am Anfang zumindest. Ja. Und eben es sollen wohl 70er, 80er Jahre sein. Also kommt alles so in den Richtung Zodiac-Zeitraum auch. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob der in dem Zeitraum also das ist ja auch so ein ungeklärter, ne? Also das ist ja ein großes Filmthema. Es gibt ja auch schon mehrere Verfilmungen zu. Auch zum Beispiel das Element, dass der nämlich dann seine Trophäensammlung nicht alleine für sich behält, sondern auch der Presse Fotos zukommen lässt
und sich selber einen Namen gibt. Und dass er zum Beispiel auch dann die Zeitungsschnipsel dann wieder aus der Zeitung ausschneidet und sich zu Hause dann als Trophäe nochmal an die Wand hängt. Ja, okay, das wusste ich gar Neben nicht, die dass das auf Fotos. den Zodiac-Killer Ja. zurückgeht. Genau, welche Zitate von Serienmörder mir aufgefallen sind Jack the Ripper. Das hat er wohl, das mit diesen Brüste abschneiden, das hat er wohl bei seinem letzten Opfer gemacht. Mhm. Und Ted Bundy, dass er quasi eine Verletzung simuliert. Er hat da ja einmal diese Krücke halt und das war, ich glaube, Ted Bundy hatte keine Krücke, sondern der hatte eine Armschlinge. Ich weiß es nicht genau, aber der hat auch irgendwie so getan, als ob der verletzt wäre, um, ich glaube, auch Frauen in seinen Van halt reinzukriegen oder so. Und noch eine Sache, wo ich an Dahmer denken musste, ist, als eines der Opfer von Jack halt zum Polizisten geht und dem eigentlich alles sagt, alles richtig, sogar Jack noch sagt, ja, alles, was sie sagt, alles, stimmt, was sie ich bin ein hat, verdammter stimmt. Serienmörder, verhafte mich, ich behandle sie abscheulich. Und der Polizist dem nicht glaubt oder der nicht glaubt und einfach wegfährt. Ja, also unterlassene Hilfeleistung ist dann auch untertrieben. Ja, auf jeden Fall, das war richtig, richtig bitter. Ja. Also auf jeden Fall dieses True Crime-Element fand ich auch sehr nice, muss ich sagen. Und dann Philosophieren übers Jagen habe ich mir noch aufgeschrieben. Da werden halt auch sehr viele Vergleiche gezogen. Die Jagd wird erklärt, es werden Funktionen von Kampfflugzeugen werden erklärt, was das mit Psychologie zu tun hat. Stuckers. Ja, und ja, also das Jagen wird da auf jeden Fall dann zwar in der Tierwelt erklärt, aber anders bebildert. Ja, ich finde, das ist auch meine persönliche, also das ist, finde ich, der schlimmste Mord oder der schlimmste Incident, der dritte mit der Familie, den finde ich richtig, richtig schlimm. Die sind alle nicht schön, aber der, weiß ich nicht, den finde ich noch am unangenehmsten von allen. Ja. Dann gibt es noch zwischendurch immer ein cooles Element, finde ich, im ganzen Film verteilt, wird auch unkommentiert gelassen. Und zwar wird dann immer wieder einfach eine Szene eingeworfen, wo Matt Dillon einfach vor seinem Van steht und ein Schild mit einem Wort oder mit einem Thema hochhält, wo dann einfach nur gesagt wird, Wahnvorstellungen, Neurose, ich habe OCD, Arroganz, manipulativ. Genau, ja. Immer einfach nur, wird einfach unkommentiert in der Erzählung wird immer wieder so eine Sequenz eingebaut, wie der dabei steht. Und das begleitet den ganzen Film über. Das fand ich auf jeden Fall auch cool. Ja, und dabei sind ja, ich meine, in den meisten Situationen auf jeden Fall, dass die Stimmen aus dem oft einfach weiterreden, ne? Ja. Dass du quasi da nochmal so eine zweite Informationsebene bekommst oder einen zweiten Kanal, über den dir Sachen vermittelt werden als Zuschauer über Jack. Ja. Und wie er sich selbst sieht. Das Thema Kunst, was wir eben schon angesprochen hatten, wird dann auch nochmal in einer kleinen Metaebene angesprochen, in dem dann nämlich über Gewalt und Kunst und Gewaltdarstellung gesprochen wird und dann sogar Szenen aus anderen Lars von Trier Sachen eingebaut sind, während der gleichzeitig in Frage stellt, wie weit darf Kunst gehen. Genau, das passt absolut. Ja, fand ich auch stark. War aber, meine ich, so ein bisschen dem Pragmatismus geschuldet an der Szene, weil die reden da halt über große Kunst und die Ursprungsidee war wohl, dass man dann Szenen aus großen Filmen da halt reinmacht. Aber es ist halt eine rechte Geschichte, es wäre verdammt teuer gewesen. Ja. Und dann hat er sich aus seinen eigenen Filmen bedient, was dann auch beim ersten Screening vom Film so ein bisschen so als sein eigener Nachruf auf sein eigenes Werk gewertet wurde. Ja. Genau, was wollte ich dazu noch sagen? Ich glaube, das wollte ich einfach nur einwerfen, dass das war. Aber ja, diese Diskussion, die er da halt hat, immer mit dieser Kunst und auch, was er da dann also ne, die Sachen werden ja auch irgendwie immer schlimmer, sodass du am Ende die Vergleiche werden immer irrationaler. Ja, und wahnsinniger und megalomanischer, also dass du am Ende ist er ja wirklich bei Diktatoren angekommen und vergleicht sich mit denen und sagt wirklich wir, also und setzt sich gleich.
Und das ist auch das erste Mal, dass er das dann sagt, weil sonst ist er ja wirklich immer von sich aus angegangen und hat versucht, so seine Kunstinterpretation abstrakt zu halten und so, als ob er objektiv reden würde. Und genau da ist der erste Moment, wo der von wir spricht. Und dazu, dann erzählt er dann auch noch so Vergleiche zu so einer Ruinentheorie von Albert Speer, wie er sich das vorgestellt hat, wie so Bauwerke halt sein müssten, dass er dann so extra verschiedene Stoffe verwendet hat, wo die Halbwertszeit irgendwie unterschiedlich ist. Ne? Also, dass, wenn die Jahrzehnte, Jahrhunderte voranstreiten, dass manche Sachen schneller zerfallen, damit du schöne Ruinen hast. Mhm. Also wir haben ja schon mal beim letzten Mal gesagt, dass wir auf jeden Fall auch spoilern müssen, um über den Film reden zu können. Also deswegen möchte ich auch nochmal auf den Namen der zweiten Figur zu sprechen kommen. Denn diese Person, mit der sich Jack die ganze Zeit unterhält und im Voice-Over den Film erzählt, trägt den Namen Verge und das deutet auf jeden Fall auch schon so ein bisschen darauf hin, mit wem er sich unterhält, wenn man darüber nachdenkt. Verge heißt nämlich Rand und steht im Endeffekt für seine Kopfstimme oder sowas und dem letzten Schritt, den er braucht, um in den Wahnsinn zu verfallen. Ist eine coole Interpretation. Gefällt mir. On the Verge. Ja, on the Verge. Ja. Ich habe dass es, also, der Name Verge, dass das ein Spitzname ist oder eine Abkürzung von Vergil. Und der ist eine Figur aus, ich hoffe, ich laber jetzt keine Scheiße, Wie sonst immer. Aus, hier, der göttlichen Komödie von Dante. Irgendwas war das hast du nämlich dann auch am Ende des Films, wenn wir ja spoilern, wird Jack ja in die Hölle halt mitgenommen und Verge nimmt ihn da mit. Oder rettet ihn halt aus einer Szene, wo die Polizei ihm schon wirklich auf den Fersen ist. Und das deutet dann eben auf diese Figur des Vergil oder Virgil halt hin. Die reden dann ja auch, wenn die dann da unten sind, über die Kreise, die werden mal angesprochen. Ne? Da sind ja in der göttlichen Komödie, hast du ja, ich glaube, es sind 9 Kreise der Hölle halt. Ja, genau. Und komischerweise wäre Jack ja nicht im tiefsten gelandet. Ja, so, seltsam. Seltsamerweise, ne? Das wird dann auch so ein bisschen geslippt in dem Film, aber genau, Jack versucht dann ja, sich zu retten. Obwohl ihm gesagt wird, es hat noch nie jemand geschafft und ich empfehle es dir nicht, aber mach. Und er klettert dann ja so an dieser kaputten Brücke vorbei und fällt dann halt irgendwann. Wovon Gier selber gesagt hat, das ist sein erster moralischer Film. Weil der Böse wird bestraft am Ende und kommt nicht davon. Fällt mir gerade dazu ein. Aber ich finde die Verge und am Rand, und also die finde ich sehr interessant, die Interpretation. Ja, ist mir einfach wegen Verge of Madness ist mir einfach direkt so in den Sinn gekommen und deswegen hat das auch funktioniert für mich mit der Figur. Was ich aber zu der Hölle noch sagen wollte ist, da gibt es kleine verschiedene, also ab einer bestimmten Szene, wo er dann auch mit der Person onscreen sich dann unterhält und die trifft sozusagen, kommt diese ganze Szenario mit der Hölle aber alles, was dann dargestellt wird, ist entweder sehr, sehr bildlastig, in Zeitlupen erfasst, sehr kunstvoll und ich musste an 2, 3 Sachen musste ich auf jeden Fall an Hieronymus Bosch denken und dann gibt es aber auch so ganz super interessante Bilder, während die beiden sich unterhalten, gibt es zum Beispiel ein in der Kamera festgehaltenes Malwerk mit so einem Holzrad und so einer Wasser, so ein Malwerk. Und auf der anderen Seite des Bildes ist ein eingefrorenes Rad. Ja. Das zeigt auch wieder diese 2 Figuren gleichzeitig, während die sich unterhalten. Und dann gibt es auch noch eine andere Sequenz, wo die so eine Leiter hinunterklettern. Gebaut aus Leichen ist das ganze Werk und der Verge ist auf jeden Fall immer weiter unten als er. Also das
sehr interessant auf jeden Fall alles. Die letzten Bilder fand ich sehr stark. Aber ich muss sagen, diese Kopfstimme oder dieser Verge, mit dem er sich selber dann auseinandersetzt, ist nicht ganz durchgezogen, nicht ganz kongruent über den Film hinweg, weil in der Mitte des Films irgendwann dem nämlich auch Vorwürfe macht. Und das passiert am Schluss gar nicht mehr. Am Schluss sagt er dem, nee, ich bin nicht hier, um dich aufzuhalten. Ich zeig dir nur den Weg. Aber in der Mitte des Films unterbricht er den ein paar Mal bei seiner Erzählung und man hat dann doch das Gefühl, das müsste jemand von der Justiz oder sowas sein, der das alles nicht mehr hören will. Es ist da in den Szenen, das macht er wirklich selten, aber der ist ja schon, genau, der verurteilt ja schon seine Taten. Der ist sehr oft sehr apathisch, fast gelangweilt, ne, weil er schon, ne, er sagt ja auch, glaube ich, direkt am Anfang, ja, erzähl mir doch ruhig alles, aber denk nicht, dass ich da irgendwie von geschockt bin oder so, weil ich habe schon alles gehört. Das ändert sich ja tatsächlich im Laufe dessen. Ne? Er hat da so auch seine Spitzen, wo er wirklich schon sauer ist, ne? Und irgendwie schon sagt, ja, ey, Schluss jetzt, das reicht. Genau, das meine ich. Ne? Du Antichrist, du Schwein. Und am Ende hat er dann aber so wieder so fast seine großväterliche, wie soll man das so sagen, so eine bisschen, so eine Erhabenheit, wo er wieder ganz rational funktioniert und weiß, ja, ich bring dich hier jetzt halt hin, so, das ist so mein Job ein bisschen, aber ja, mach doch, was du willst mäßig. Und er dankt ihm aber eigentlich sogar auch am Ende noch irgendwann, deswegen zeigt er dem ja auch da diese Brücke und er sagt, das habe ich quasi gemacht, weil du gesagt hast, du möchtest alles sehen und du hast mir was zum Nachdenken gegeben. Ja. Das sagt er dann ja zu dem so. Ja, also was scheinbar doch nicht, was nicht unbedingt für Jack spricht. Also. Was nicht für Jack spricht, nein, auf keinen Fall. Also das ist ein sehr negatives Kompliment und ich finde halt, der ist halt auch wirklich ein richtiger Sack. Also richtiger Penner, richtig unangenehme Type. Der hat auch, also der zeigt es nicht so direkt, aber der hat auf jeden Fall auch Freude an der Erniedrigung seiner Opfer, bevor er sie dann umbringt. Und konfrontiert die auch schon damit, dass sie gleich sterben müssen. Dann später. Die ersten zwei Fälle aber nicht. Das finde ich auch schon immer hart. Ja, der ist wirklich unangenehmer Typ. Ja. Richtig. Also auch muss man da an der Stelle vielleicht sagen, Matt Dillon, der die Figur des Jack spielt, ist wirklich, wirklich stark auch in der Rolle. Absolut. Ich finde auch, dass die Mimik, die der da so hat, die auch teilweise wechselt und irgendwie entrückt ist so und also ich finde, er spielt die Rolle wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Ja. Und der hat auch viel Lob bekommen. Der Film, der war sehr polarisiert, also wurde polarisierend aufgenommen. Wie eigentlich immer bei Lars von Trier. Aber durchgängig wurde Matt Dillons Schauspiel sehr gelobt. Und das war auch tatsächlich, also was das Besondere vielleicht an also weil viele Schauspieler wollen ja immer auch in Lars von Trier-Filmen mitspielen, weil das besondere Rollen sind, wo die besondere Sachen machen können. Und das ist aber das erste Mal seit Europa, dass es ein männlicher Hauptdarsteller war, weil von Trier sonst immer, oder dann halt wirklich, ich glaube, das waren dann 6, 7 Filme, wo es immer eine weibliche Hauptfigur war. Okay. Und das war jetzt, und das war dann wirklich das erste Mal seit, ich glaube, müssen dann irgendwie 18 Jahre gewesen sein oder sowas, dass er wieder einen männlichen Lead hatte. Ist jetzt aber bis jetzt auch, glaube ich, der letzte große Kinofilm, ne? Das ist der letzte Kinofilm von dem. Also es ist wohl aktuell einer in Arbeit. Der hat noch danach die 3. Staffel von Hospital der Geister oder von Geister kam dann noch raus. Ich glaube, das ist auch schon, glaube ich, 2, 3 Jährchen her oder so. Weiß ich gar nicht genau, aber genau, das war nochmal so ein Werk. Das heißt auch irgendwas mit Kingdom, ne? Ja, Rigid auf Dänisch und das heißt das Reich und das bezieht sich auf dieses Reichskrankenhaus. Ja, okay. Genau. Und aber es ist wohl aktuell, das ist jetzt relativ neu. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Arbeitstitel war. Irgendwas mit A. Aber man weiß noch nichts über den Film. Es ist nur irgendwie in den letzten Wochen, Monaten wurde irgendwo gelistet, dass Fördergelder in Dänemark für den bereitgestellt werden und er arbeitet dran. Aber er ist ja an Parkinson erkrankt von Trier und
eine der letzten News von dem, die ich auch gelesen habe, ist, dass der wohl jetzt auch irgendwie eine Betreuerin hat oder irgendwie sowas, die dem so im Alltag hilft. Ui. Aber er möchte halt noch den Film machen und scheinbar passiert da irgendwas. Mhm. Aber genau, es ist jetzt schon eine Weile her. Der ist ja, wie gesagt, von 2018 und immer noch der aktuellste Kinofilm von dem. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, 2018, wo ich die Broschüre vom Fantasy Filmfest mir durchgelesen habe, was da für Filme laufen. Der hat mich dann von der Story her interessiert, Matt Dillon auch. Habe ich gedacht, ja. Dann habe ich gelesen Lars von Trier und dann No war ich way! raus. Da war ich raus einfach. Hau ab! Ja, was soll ich dir sagen? Ich kann es verstehen. Ey, das ist ja das Ding an diesen Lars von Trier-Filmen. Die machen ja keinen Spaß. Ja. Die quälen dich. Ich finde sogar der Film jetzt, der quält dich noch am wenigsten. Der ist unangenehm, aber ist halt so in diesem Serienmörder-Ding sehr, sehr drin. Ey, guck dir mal, ja, was weiß ich, Dance in the Dark oder Breaking the Waves an. Die machen dich richtig fertig, die Filme. Ja, nee, mir hat Antichrist gereicht. Ja. Danke. Ja, für nichts. Ja, vielen, ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt auch nicht erzählen. Weiß nicht, ob du noch eine Anekdötchen hast. Auch ich habe den Film ja heute zum 100. Mal? Nee, nicht zum 100. Mal. Zum 3. oder 4. Mal habe ich den gesehen. Ich glaube zum 3. erst. Was mir aufgefallen ist, und das springt eigentlich super ins Gesicht, das ist mir aber erst, da fiel der Groschen, als du gesagt hast, beim 4. Incident, wo du sagst, ich wusste, dass dieses rote Kabel noch eine Bedeutung haben wird. Ja. Da ist mir erst aufgefallen, dass in jedem Incident ist eine Sache rot. Und zwar, also einmal ist sein Van auch rot. Ja. Das halt grundsätzlich zieht sich da durch den ganzen Film. Also, ne, der fährt immer mit einem Van rum zu seinen Schauplätzen und Morden. Bei der Familie ist es auf jeden Fall klar. Bei der Familie ist es auf jeden Fall klar, die roten Caps. Ja. Erster Mord, dieser Wagenheber, der ist rot. Ja. Der zweite Incident, da habe ich dann nämlich auch noch an den Van gedacht, weil da hat der kein Mordinstrument, was rot ist, aber der fährt dann ja mit dem Van und schleift die dann da so hinter sich her. Das war meine Rotverbindung. Beim 3. eben die Caps, beim 4. das Telefon und das Telefonkabel. Ja, und der rote Filzstift. Und der rote Filzstift. Ha, ja, siehst du, der ist mir, ja, roter Filzstift. Und dann beim letzten Incident mehrere Sachen. Dieser rote Umhang natürlich, den er dann selber trägt. Ja. Und an dieser Tür, die in diesem Kühlhaus ist. Also man muss dazu wissen, Jack hat halt so ein Kühlhaus, wo der all seine Leichen Trophäen halt lagert, die der vorher auch noch fotografiert. Der macht dann auch so irgendwelche Posen mit denen halt, ne? Also nicht morbide Kunst. Morbide Kunst, ne? Er ist selber nicht auf den Bildern zu sehen, sondern wirklich dann nur die Opfer, die dann in irgendwelchen Posen von ihm hingestellt werden. Ja. Drapiert und arrangiert. Also man muss auch wirklich sagen, der hat dann nicht einfach nur eine winkende Hand, zum Beispiel bei einer Kinderleiche gebogen, sondern der hat dem Kind noch ein Lächeln ins Gesicht geschnitzt. Was besonders perfide ist, weil das Kind, der Spitzname vom Kind war Grumpy. Ja. So was auch, also wie gesagt, ich fand den mit den Kindern, das war der schlimmste Fall auf jeden Fall. Und wollte ich aber nochmal erwähnen, was die unangenehme Situation hier auch unterstreicht. Ne? Ja, absolut. Und letzte Sache, die mir in Rot aufgefallen ist, oder vorletzte, diese Tür in diesem Kühlhaus, deswegen kam ich auf dieses Kühlhaus, das ist eine Tür, die der den ganzen Film über nicht öffnen kann. Da sagt er irgendwann, die konnte ich noch nie öffnen. Ja. Und dann am Ende des Films kann er die, oder kommt auf die Idee, wie der die öffnen kann. Aber dann merkt man auf einmal auch so, okay, dieser Verge, mit dem der da spricht, das ist keine Figur aus dem normalen Leben, weil das ist dann halt so ein Kühlraum, der halt seit Jahren zu ist. Niemand war drin, er macht die Tür auf und da sitzt Verge drin. Ja. Und dieser Kühlraum, dieses Guckfenster, was da ist, das hatte auch so einen roten Rahmen. Und genau, das zog sich durch. Und dann in der Hölle natürlich selber hast du ja ganz viel Rot. Das rote Cape auch. Das rote Cape dann auch, aber auch die Umgebung selber, wo dann so diese rote Farbe da halt so runterläuft. Ja. Das ist da eigentlich auch noch, ne, ja, ich hatte ja eben gesagt, dass der Film nicht so auf Hochglanz produziert ist. Ausnahme diese Szenen. Also diese Bilder, die du da auch erwähnt hast, auch mit der Leiter und so, die sind wirklich Big Cinema-mäßig. Ja, so. Die sind wirklich bildgewaltig. Ja. Bildgewaltig. Richtig, richtig schöne Bilder. Und genau, und Hieronymus Bosch hast du ja erwähnt, finde ich auch, hat auf jeden Fall
Vibes davon und wird vielleicht auch davon inspiriert gewesen sein. Ja, das dazu. Warte, lass mich noch mal gucken. Gibt es noch etwas, was ich unbedingt sagen möchte? Der Klugscheißer kann jetzt auf jeden Fall nichts mehr sagen. Ja. Ja, der Film, lief dann halt in Cannes, wurde dann halt wieder ausgestrahlt, nachdem Lars von Trier so für eine Zeit gebannt war, nach Melancholia. Da gab es ja so diese infamous Pressekonferenz, wodurch dann Nymphomaniac auch gar nicht mehr dort gelaufen ist. Melancholia hat keinen Preis bekommen, also ihm wurde wohl zugesteckt, dass wenn es diese Pressekonferenz nicht gegeben hätte, diese infamous, also wer es sehen möchte, wird das finden im Internet, dass Melancholia damals auch einen Preis gewonnen hätte. Aber genau, der lief dann The House Jack Built lief dann wieder auf dem Festival und außerhalb der Konkurrenz, meine ich aber. Aber dieser Persona non grata Status, den er bekommen hat für eine Zeit, der war damit aufgelöst. Ich habe, bevor wir uns getroffen hatten, hatte ich auch noch jetzt die Tage so ein bisschen nochmal gelesen halt über so, über Lars von Trier. Und weil ich habe mich dann immer so gefragt, ja ey, die Filme, ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich ihn als Regisseur feiert, außer mich selbst vielleicht ein bisschen. Oder was heißt ein bisschen, ich bin ein großer Fan von ihm. Und die Filme machen auch kein Geld. Also der einzige Film oder moderate Erfolge, viele machen aber Minus. Und einer, der wirklich viel, der einzige, der wirklich viel Geld gemacht hat, war Dancer in the Dark. Und ich habe mich dann halt so gefragt, ja ey, wie funktioniert das eigentlich? Also warum kann er weiter Filme machen? Und der ist halt auch so ein Festivalliebling. Also, ne, wenn der da auf dem Festival ist das gute Publicity für den, über den wird berichtet. Das ist halt so ein Name, so ein, ne, Enfant terrible. Und also ich habe auf jeden Fall von Antichrist und Nymphomaniac schon Monate gehört, bevor da überhaupt irgendwas gezeigt wurde. Ja. Also die waren schon lange in der Presse und Erwähnung groß. Ne? Also eben. Und deswegen wird der ist einfach ein Name, muss man einfach sagen. Der ist ja wirklich so in der Riege der absoluten Top-Regisseure. So den Namen, wer sich mit Filmen beschäftigt, der kennt ja den Namen. Und der ist ja auch so in der Zunft durchaus anerkannt. Ja. Und viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die sind ja sehr gerne bereit, mit ihm zu arbeiten. Also da gibt es ja auch so ein paar Geschichten, wo die dann nachher sagten, dass das keine coole Zusammenarbeit war, aber auch Leute, die sagen, umgekehrt, die auch mehrmals mit ihm gearbeitet haben. Und man muss dazu auch sagen, vielleicht um auch so zu sehen, wie gerne die Schauspieler und eben halt absolute A-List-Schauspieler mit dem arbeiten, dass die halt immer sehr unter ihrem eigentlichen Honorar gewillt sind, für ihn zu arbeiten, halt eben um in einem Lars von Trier-Film halt sein zu können. Also der hat schon so seine Arti-Fati böse Berechtigung irgendwie. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel gesprochen und ich glaube, so weit. Ich könnte jetzt schon noch einige Sachen erzählen, aber ich muss dich bremsen. Ja, wir haben doch keine Zeit. Wie lange haben wir denn jetzt gesprochen? Fast 45 Minuten. Okay, das ist doch eine angenehme Länge. So wie letztes Mal so ein bisschen so, ne? Da kann man auch mal aufhören und wieder was Vernünftiges machen. Lass uns doch mal einen Film gucken. Lass uns mal jetzt noch mal einen Film kommen zum Entspannen, ja. Ja, cool. Ey, ich muss sagen, es war doch eine coole Wahl. Also es war ja eigentlich ein bisschen spontan auch, dass wir den gewählt haben. War ja in unserem Ursprungs-Brainstorming keiner der Titel, der irgendwie gefallen ist am Anfang. Ja, stimmt. Aber als ich gesagt habe, Lars von Trier, war es da sofort Ja, die Möglichkeit. Also Flamme. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und freut mich, dass du den gut fandst, den Film, weil ich mag den auch. Also ist mir jetzt auch nochmal beim Gucken aufgefallen, dass das wirklich ein cooler, eigenständiger Serienmörderfilm ist, der allerdings auch nicht für jeden ist, weil der ist wirklich unangenehm und, was man vielleicht ein bisschen sagen könnte, stellenweise ein bisschen langatmig, weil der geht halt irgendwie 2 Stunden 20, ne, ungefähr. Ist also schon ein langer Film. Ja, sagen wir mal, die letzte halbe Stunde hatte das Gefühl, dass sich das ein bisschen zieht. Gerade wegen der Spiellänge schon. Aber dann wird durch dieses Höllenelement am Schluss alles nochmal komplett über den Haufen geworfen. Denn das Ende überrascht einen dann doch nochmal mit anderen Bildern.
Ja, das kommt auf jeden Fall sehr unerwartet, das Ende, dass das auf einmal so eben nicht mehr realistisch ist, sondern halt eben so so das Fass Hölle aufmacht halt. Ja. Miki, schön. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Und ich finde die Sitzposition, die wir jetzt haben, die finde ich sehr gut. Das klingt gut. Auf jeden Fall besser als. Dann sollten wir das wiederholen. Dann sollten wir das wiederholen. Vielleicht noch heute. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.